Hallo und herzlich willkommen auf Veras Blockflötenkanal. Schnelle Läufe beim Blockflötenspiel können schon mal in die Hose gehen. Wie kannst du solche schwierigen, schnellen Läufe sinnvoll üben? Vielleicht etwas anders, als du jetzt denken würdest. Und zwar wie, das zeige ich dir in diesem Video. Claudia aus Salzburg hat mich inspiriert zu diesem Video heute, denn sie hat mir geschrieben: Liebe Vera, ich würde sehr gerne besser verstehen, wie man Läufe auf der Blockflöte sinnvoll übt, damit sie nicht nur technisch sauber, sondern auch schneller und sicherer gespielt werden können. Gerade bei schnellen Passagen merke ich oft, dass es irgendwann holprig wird oder ich das Tempo nicht mehr halten kann. Da fände ich konkrete Übetipps oder methodische Ansätze super hilfreich. Vielleicht geht es ja auch anderen so. Ja, nee, das glaube ich nicht, dass es anderen so geht. Oder doch, ne? Genau, also ich denke, das geht vielen von euch so. Und wir wollen heute mal schauen, wie ihr so einen schnellen Lauf, eine schnelle Passage in einem Blockflötenstück besser üben könnt. Dass ihr es wirklich unter Kontrolle bekommt. Wir schauen uns mal das Beispiel an, das Claudia mir geschickt hat. Und es geht jetzt gar nicht darum, dass ihr alle diese Stelle jetzt üben solltet oder müsst oder könnt, sondern es geht darum, dass wir hier mal grundsätzlich gucken, was könnt ihr mit so einer Stelle machen. Erstmal so grundsätzlich müsst ihr verstehen, dass ihr, und jetzt passt auf, dass ihr mit eurem Instrument verbunden seid, wenn ihr so eine technische Stelle spielen wollt. Oder besser gesagt, eigentlich immer, wenn ihr Blockflöte spielt. Aber besonders, wenn es irgendwo mit den Fingern schwierig wird, wenn es technisch schwierig wird, dann dürft ihr nicht vergessen, klanglich mit eurer Blockflöte verbunden zu sein. Das ist ein bisschen schwer zu erklären, weil das ein Spielgefühl ist, ja. Also das bedeutet im Grunde, wenn ihr in eure Blockflöte reinblast und am Spielen seid, dass ihr den Klang der Blockflöte direkt um euch herum wahrnehmt. Natürlich klingt die Blockflöte auch in den Raum hinein, aber ihr könnt spüren, hören, wie der Klang direkt hier entsteht und herauskommt. Ob ihr mit eurer Art, wie ihr reinblast in die Blockflöte, über diese natürliche Klangfarbe der Blockflöte hinaus pustet quasi, oder ob ihr so zart blast, dass die natürliche Klangfarbe der Blockflöte, die ihr habt, also wo die Blockflöte am idealsten klingt, dass ihr da drunter bleibt, dass ihr so zart blast, dass die Blockflöte sich gar nicht sozusagen klanglich entfalten kann. Das klingt jetzt vielleicht alles ein bisschen vage und fast esoterisch, aber ist es nicht. Das heißt einfach, dass ihr gut hinhört, wo klingt die Blockflöte richtig schön rund und voll. Jetzt sind wir noch nicht bei der kniffligen Stelle, das ist mir klar. Wir wollen ja gucken, wie könnt ihr schwierige Läufe üben. Die schwierigen Läufe, die könnt ihr viele Stunden, viele Monate und Jahre üben, wenn ihr dabei vergesst, dass ihr dieses Gefühl für den Klang eurer Blockflöte behalten müsst. Ihr könnt dieses Blasgefühl, dieses Tongefühl bekommen, indem ihr einzelne Töne übt. Also ich nenne das immer den Kern des Tones, indem ihr mal ausprobiert, wo klingt beispielsweise euer mittlerer Ton hier, euer C auf der Altblockflöte oder auch das G auf der Sopranblockflöte. Wo klingt das am besten, dass es nicht übersteuert klingt und nicht zu dürftig sozusagen, sondern genau mittig,
da, wo es der Blockflöte am besten gelingt, diesen warmen, schönen, sympathischen, herzerwärmenden Blockflötenklang zu fabrizieren. Und das könnt ihr mit verschiedenen Tönen ausprobieren. Wie scharf ich reinblase, wie schnell ich reinblase oder wie mild ich reinblase, damit die Blockflöte richtig schön nach Blockflöte klingt, nach schöner Blockflöte. Und das solltet ihr ganz oft üben mit einzelnen Tönen und dann mal mit Stücken, die euch technisch leicht fallen. Also wo ihr nicht schwierige Griffverbindungen habt oder irgendwie sehr viel nachdenken müsst. Und dann mal ausprobieren, höre ich wirklich gut hin? Bin ich sozusagen in diesem Klangraum hier drin, direkt bei meiner Blockflöte? Achte ich auf meine Blockflöte? Höre ich mir an, was sie macht? Oder blase ich einfach nur rein, denke an die Töne, gucke auf die Noten und blase irgendwie? Ihr müsst also sozusagen gleichzeitig Spieler sein und Zuhörer. Und das könnt ihr dann, wie gesagt, erstmal mit einfachen Passagen ausprobieren, aber dann auch mal diesen schwierigen Lauf nehmen. Dann nehme ich jetzt mal Claudias Lauf und versuche den ganz langsam zu spielen. Und dann probiere ich das mal in verschiedenen Lautstärken aus und bis ich das Gefühl bekomme dafür, ja, hier passt es. Das passt zum Klang, das fühlt sich gut an, die Blockflöte klingt entspannt und ist aber schön rund und voll im Klang. Dadurch, dass ihr quasi in Harmonie seid mit eurem Instrument, klappt auch die Technik besser. Wenn ihr einfach reinblast und irgendwie drüber hinweg, wie sie eigentlich gut klingen könnte, dann seid ihr sozusagen wie aus dem Rahmen gefallen und dann verliert ihr an Sicherheit. Das geht alles ganz unbewusst, aber das bringt dann euer Spiel ins Wackeln. Es ist nämlich häufig so, wenn ihr eine technisch schwierigere Stelle habt, was macht ihr? Oft, ihr spielt viel leiser, weil ihr Angst habt, falsche Töne zu spielen. Oder ihr findet die Stelle so schwierig und so anstrengend oder lästig, dass ihr vielleicht viel zu laut reinblast. Dieses Phänomen, dass man sich verbunden fühlt mit seinem Instrument, das könnt ihr auch beobachten bei zum Beispiel Streichern. Wenn ein Geiger zum Beispiel richtig schön spielt und intensiv, der ist ja nicht die ganze Zeit am Weggucken und am Wegspielen sozusagen. Natürlich muss man sich auch verständigen mit den Orchestermitgliedern und so weiter. Man muss kommunizieren, auch mit Blicken. Aber so ein richtig guter Geiger, wenn ihr den spielen hört, der ist irgendwie mit den Ohren und auch mit der Körpersprache auch in seinem Klang drin, in seinem Instrument. Der Cembalist Jean Rondeau, dieser junge, sehr talentierte Cembalist, der hat mal gesagt, du musst dein Instrument fühlen. Sowas in der Art hat er mal gesagt, du musst dein Instrument spüren. Also man kann ja nicht hingehen und das Cembalo umarmen, aber wenn man sich nicht damit klanglich verbunden fühlt, und das Gefühl, das kann ich euch nicht richtig erklären, das ist ein Gefühl, was ihr bekommt, wenn ihr mit eurer Blockflöte rumexperimentiert mit dem Klang. Und wenn ihr das nicht seid, dann könnt ihr noch so viele Stunden Technik üben, dann wird es immer irgendwo hängen. Natürlich gelten hier auch diese normalen Übemaßnahmen, die ihr anwenden könnt. Also, dass ihr es erstmal natürlich sehr langsam spielt, dass ihr es unbedingt auswendig übt, so eine schwierige Stelle, damit ihr euch auf die Griffwechsel konzentrieren könnt und nicht nur an den Noten klebt.
dass ihr es vielleicht mal ganz ohne Dü spielt, um es extra schwer zu machen, damit es auch nochmal trainiert. Dass ihr mal bewusst auf eure Finger achtet, bewusst auf eure Zunge achtet, aber dann oder beziehungsweise zuerst auf euren Klang achtet. Und das meinte ich, als ich ganz zu Beginn des Videos gesagt habe, es ist vielleicht auf eine Art, die ihr nicht erwartet habt, wie ihr so einen Lauf eigentlich üben müsst. Ja, wenn euch das Video gefallen hat und euch jetzt nicht erschüttert hat, dann gebt mir gerne einen Daumen hoch. Und falls ihr meinen Kanal noch abonnieren müsst, dann wird es Zeit. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und alles, was ihr macht, Daumen hoch, Kommentare, hilft mir auch, dass noch mehr Menschen meine Videos schauen können. Und das honoriert natürlich meine Arbeit für euch. Darüber würde ich mich sehr freuen. Ja, ich bedanke mich fürs Zuhören und hoffe, wir sehen uns nächstes Mal hier wieder auf Veras Blockflötenkanal. Bis dahin, tschüss!